Servus und Hallo in Elite Dangerous. Wir wollen in den Malstrom. Bevor wir da ganz tief eindringen können, dann hat das Frontier ganz geschickt gebastelt, sich da zurecht gebastelt. Also um wirklich da im Malstrom bestehen zu können, braucht man einen Ätzbehälterwerfer. Um den zu bekommen, muss man allerdings erstmal Materialien im Malstrom sammeln. Allerdings ziemlich am Rand von dem Malstrom kann man die sammeln. Und da bastelt man sich dann eben erstmal am besten ein schönes Schiffchen. Ich habe da in der Videobeschreibung ein paar Beispiele auf den Schiffsplaner EDSY. In der Videobeschreibung ein paar Links drin, was man da basteln kann. Ich habe jetzt hier so einen Allianz Chieftain zurechtgebaut. Und da muss man dann eben erstmal am Rande sich da die Materialien für einen Ätzbehälter holen. Ich habe hier im Forum von der Stella Nebula habe ich hier einen Beitrag drin und der Anti-Xeno-Kampf, Waffen und Zubehör. Da habe ich das unter anderem hier mal eingetragen, was man da so als Zubehör so gebrauchen kann. Neu ist ja jetzt diese zwei Sachen hier, die sind neu, Ätzbehälterwerfer. Das ist das erste, was man sich dann erstmal besorgen sollte. Und da ist eben die Frage, wie komme ich hier an kaustische Scherbe, korrosive Mechanismen und die Probe von kaustischem Gewebe. Das kann man relativ am Rand von diesem Malstrom da hier sich zusammensammeln. Kaustische Scherbe, korrosive Mechanismen, Probe von kaustischem Gewebe. Da muss man zigmal reinfliegen. Das schafft man also nicht beim einen Mal, sich das Zeug da zu besorgen, diese Sachen. Man bekommt alle diese drei Dinge bei einer Stelle, nämlich bei so einem Säuregenerator, von denen fliegen da zig dann relativ am Rand von der kaustischen Wolke, wo dann der Malstrom drin ist, darum. Und entweder zerschießt man die, da bekommt man die ersten beiden Sachen, oder man muss dann eben mit Forschungsdrohnen da eine Probe vom Gewebe nehmen. Das ist eine ganz diffizile Angelegenheit. Hat man alles zusammen, fliegt man dann mit dem Zeug zu einem Megaschiff, zu so einem Rescue-Schiff und schaltet sich dann diesen Ätzbehälterwerfer frei einmal. Das ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was eingesammelt. Ich habe jetzt hier unter meinen Materialien AIJK, da kaustische Scherben habe ich 42 Stück und da die korrosiven Mechanismen. Da kann man durchaus mehr davon gebrauchen, damit baut man die nämlich auch per Synthese nach, die Ätzbehälter. Und diese Probe von kaustischem Gewebe, das ist dann hier Inventar. Das muss man dann eben mit Hilfe von Drohnen noch den Säuregeneratoren da abkratzen. Und man kriegt immer nur eins. Das muss man dann da abholen. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein Schiff mit entsprechend Drohnensteuerungen und dann auch noch mit Drohnen. So, packen wir mal 14, ja, machen wir mal 12 Drohnen. Ja. 12 Drohnen rein. So. Diese Maschine hier, der hat hier jetzt einfach nur diese 4 Waffen hier drin. Die sind nicht so wichtig. Ich brauche höchstens eine Waffe, um dann so einen Säuregenerator abzuschießen, kaputt zu schießen, damit da kaustische Scherben rauskommen. Und diese korrosiven Mechanismen. Dann brauche ich allerdings auf jeden Fall einen Xenoscanner, damit ich das Ding auch scannen kann, und das ist nicht einfach. Da muss man auch sehr kühl bleiben dabei, das ist am sichersten, wenn man da ganz kühl ist, deswegen auch ein ziemlich kühles Schiff gebaut. Und dann das Schiff hier entsprechend geschützt mit Militärkomposit und modifiziert. Ein leichtes Kraftwerk, damit er möglichst schnell boostet, der macht jetzt 538 Boost. Und deswegen auch hier entsprechend die Schubdüsen so ausgelegt und den Energieverteiler dafür ausgelegt. Ja, Lebenserhaltung habe ich eine dicke drin. Da könnte ich allerdings auch eine leichtere einbauen.
sehe ich gerade. Da wäre er noch ein bisschen schneller. Muss ich das transfern? Was? Transferzeit? Na, dann lassen wir die jetzt drin. Ja, die hatte ich noch in Shinrata Desra abgelegt. So. Ja, gut, dann lasse ich die dicke Lebenshaltung mal drin. Und hier natürlich rumfüllen. Da habe ich hier diese Meta. Allerdings habe ich hier noch 2 drin. 2 normale Rumfüllen-Verstärkungen. Und der Rest, wo hier Platz ist, Meter rumfüllen Verstärkungen. Man braucht allerdings Sammeldrohnen, da habe ich eine kleine drin. Und man braucht hier die Xenodrohnen. Auf jeden Fall braucht man Forschungsdrohnen, das ist das Wichtigste. Man könnte eben auch mit Forschungsdrohnen so klarkommen. Das ginge auch. Also nur mit so einer Forschungsdrohnensteuerung. Hier habe ich halt Dekontaminierung und Reparatur dabei. Allerdings viel bringt das nicht. Habe ich schon festgestellt. Das ist ganz wichtig dann für diese Tissue Samples, also für diese Proben von kaustischem Gewebe. Antikorrosionsfachgestell braucht man dafür. Und dann muss man das hier natürlich noch entsprechend konfigurieren in den Feuergruppen, damit man das vernünftig steuern kann. Ich habe jetzt hier beispielsweise die Forschungsdrohnen auf dem ersten Slot da, unter der 2er, unter der sekundären Feuertaste und den Xenoscanner auch, weil beides gleichzeitig kann nicht funktionieren. Deswegen kann man das schön zusammenlegen. Und dann habe ich hier meine Waffen noch drauf auf der 1. Die Sammlerdrohne habe ich dann auf einen weiteren Slot hier auf die 1 gelegt. Und die Xenodrohnen für Dekontamination und Reparatur dann eben wiederum auf den dritten Slot. So funktioniert das. Tjo. Und dann starten wir mal. Rampel die Pampel. Da will ich hin. Das ist hier mein Ziel. Der Malstrom. Ruhe. Nix Damage. Kann schon gleich wieder reparieren. Na. Wir werden jetzt zigmal aus dem Hyperraum und aus dem Supercruise geholt. Deswegen ein schnelles Schiff mit viel Boost. Schiff mit viel Boost und ordentlich Speed. Mindestens mal 520 sollte das Ding schon machen, damit uns die Tragoiden, die uns da holen, damit die uns nicht kriegen und möglichst auch nicht beschädigen. Wir wollen ja nicht kämpfen. Ja, da kommt's schon. So, das heißt boosten. Boosten, bis der FSA wieder zur Verfügung steht. So, jetzt kann es wieder losgehen. Ja, das hat Fronchi schon geschickt gemacht. Erst muss man sich ein paar Sachen besorgen, zusätzlich, damit man dann später noch tiefer in den Malstrom rein kann. Ja, wollte der Dicke mich jetzt noch angreifen, das hat er nicht mehr geschafft. Das erstmal reinfliegt in den Malstrom, da sollte man dann einen Honk machen.
damit man da hier eben auch den Malstrom dann hier im Navigationspanel hat. Und vielleicht auch nochmal zurückfliegen, um das abzuspeichern, weil die Gefahr ist groß, dass man hier eingeht, dass man hier öfters explodiert. Und dann kann man natürlich die Daten nicht abgeben. Deswegen kann man beim ersten Mal vielleicht erstmal nur zum Scannen da reinfliegen und wieder zurück. Und auch in den Malstrom dann nicht zu schnell rein, nur mit 50% Speed. Aber erstmal müssen wir ankommen. So, hier drosseln wir gleich, damit wir gleich wieder Gas geben. So steht nämlich dann der Frameshift Drive gleich wieder zur Verfügung, ganz schnell, wenn man das freiwillig aufgibt. Und da können wir gleich wieder durchstarten. So, gleich wieder mit 75% fliegen, damit wir hier nicht drüber schießen. Und wenn wir dann in der Nähe sind, gehen wir auf 50% runter. Sonst fliegen wir da zu schnell rein und dann können wir da die Taste nicht ausnutzen zum Supercruise beenden. Das geht dann zu schnell. Ist auch geschickt gemacht wieder. Da hat man sich dann gleich mal die Hülle schon wieder beschädigt. Gut sein, jetzt kommt erst nochmal eine Unterbrechung. Kommt auch gerne. Ja, da ist der Schleim. So, dann gehen wir mal auf die 50 runter. Damit wir das hier noch mitkriegen, dass wir ganz normal aus dem Supercruise springen können. Das geht ganz schnell sonst. So, aber da ist das optimal. Sind wir nämlich dann schon an der richtigen Stelle und da sehen wir nämlich hier auch schon solche Sternchen. Das sind diese Säuregeneratoren. Können wir zum Beispiel zerschießen. Kann man schlecht ins Ziel kriegen. So, und da können wir jetzt hier zum Beispiel korrosive Mechanismen sammeln. Da müssen wir allerdings näher ran. Da müssen wir uns in diesen kaustischen Kram reinbewegen. Muss noch näher, damit der Sammler geht. Ja, komm schon. Ja, der Sammler hat nicht so eine Reichweite. 1 Kilometer nur. So. Wenn man die zerschießt, kommen genauso kaustische Scherben raus, statt dieser korrosiven Mechanismen.
So, und wir müssen jetzt wieder raus, weil reparieren ist hier nichts. Man sieht, hier sind dann lauter Sterne. Solange man in dem kaustischen Kram ist, kann man diese kaustischen Schaden nicht wegreparieren. Deswegen müssen wir hier erstmal aus dem kaustischen Schaden raus. Möglichst schnell. So, Schleichfahrt an. So ging das jetzt mit dem kaustischen Schaden beseitigen am schnellsten, statt mit so einer Dekontaminierungsdrohne. Das hätte ein bisschen länger gedauert. Wir müssen eh wegfliegen und zum Reparieren mit Reparaturdrohnen. Das macht auch keinen Sinn, das dauert viel zu lange mit Reparaturdrohnen. Das Reparieren, da ist man schneller in ein anderes System gesprungen, wo man dann in der Nähe wieder irgendwo auf einer Station landen kann. Ist auch nicht weit. Oder halt, wenn man einen Carrier hat, springt man dann zurück zu seinem Carrier. Das geht alles viel schneller, als mit diesen Drohnen zu arbeiten. Ich habe allerdings jetzt dann doch das alles noch ein bisschen anders gemacht. Ich empfehle also eigentlich für diese kaustischen Scherben einsammeln und für diese korrosiven Mechanismen, für diese zwei Sachen, das sind ja Materialien, da empfehle ich eigentlich eine andere Schiffsausrüstung und erstmal die zu sammeln. Und dann empfehle ich als letztes dann diese Proben des kaustischen Gewebes zu sammeln, allerdings dann auch wieder mit einem etwas anders ausgerüsteten Schiff. Ja, das habe ich dann nochmal ausprobiert, das ist dann noch weitaus besser, wenn man das Schiff da ein bisschen anders ausrüstet, speziell für diese Aufgaben ausrüstet. Ich habe da Schiffskonfigurationen, wie gesagt, dann eben in der Videobeschreibung unten drin. Ich habe nun reichlich diese korrosiven Mechanismen und kaustischen Scherben gesammelt und jetzt geht's zum ersten Mal los. Allerdings noch mit einer anderen Schiffskonfiguration, mit einer etwas schlechteren eigentlich. Das erste Mal jetzt so eine Probe zu besorgen. So die Probe kaustischen Gewebes. Ja, ich bin hier in diesem Malstrom, weil da der Malstrom nicht so weit von der Sonne entfernt ist. Da ist der Weg relativ kurz. Das Video, das schneide ich jetzt, dann schneide ich ein paar Sachen raus, weil diese ständigen Unterbrechungen aus dem Hyperraum holen und aus dem Supercruise holen, die kann man sich ja sparen. Da fliege ich ja eh immer mit dem hohen Boost Speed denen dann davon. Nach einigen Unterbrechungen im Supercruise und Wegboosten nähern wir uns jetzt wieder diesem Malstrom der kaustischen Wolke. Und das mit 50% Speed, damit man da schön so rausspringen kann. Ja, jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir uns da so einen Säuregenerator greifen. Muss man ganz nah ranfliegen und nur dann kann man den markieren und wenn der wegfliegt, entmarkiert er sich dann auch wieder ganz schnell. Deswegen nutzt einem leider auch die 2000 Meter Reichweite von dem Scanner nichts. Wir müssen den jetzt erstmal scannen. Ja, und dann, sobald der ein bisschen weg ist, entmarkiert er sich. Aber jetzt ganz kalt ranfliegen, sonst explodiert der. Man muss da ganz kalt sein. Und dann schön scannen. Und jetzt können wir da Unterziel markieren. Das ist dann der Drohnenansatzpunkt für die Forschungsdrohne. Ja, und jetzt müssen wir wieder hin und müssen den nochmal markieren. Super. Ja, so geht das. Dann fliegt er weg. Ja, also markieren und dann das Unterziel markieren und möglichst kalt in seiner Nähe bleiben.
Also dafür ist es schon wichtig kalt zu sein. Man kann auch mit einem heißen Schiff dahin fliegen, habe ich jetzt schon probiert. Mit einem gut gegen kaustischen Schaden geschützten Schiff. Man muss dann eben nur dauernd Kühlkörper rauswerfen, damit man schön kalt bleibt. Jetzt, wenn die Drohne unterwegs ist, kann man dem entfernt bleiben. Dann kann das Schiff auch wieder heißer sein. Jetzt muss man nur noch warten, dass die Drohne die Probe genommen hat. Dann Ladeluke aufmachen. Die Drohne anschließend ein. Geht dann gleich kaputt. Und dann haben wir das auch schon, die Probe. Und man sieht ja hier unten da auf der rechten Seite wieder der kaustische Schleim, der hier überall ist, wie der schön die Hülle wegfrisst. Deswegen, man kann gar nicht genug Hülle haben. Aber ich habe ja, wie gesagt, das auch noch dann anders probiert. So, jetzt holen wir uns unsere Probe. Wenn man die scannt, sieht man ja dann auf der linken Seite unten, dass die hitzeempfindlich sind, diese Dinge. Steht dann da auf der linken Seite nach dem Scannen. Deswegen darf man da nicht so heiß sein, wenn man in dieser Gegend darum fliegt. Sonst explodieren die dann eben gleich. So, und da haben wir Probe von kaustischem Gewebe eingesammelt. Jetzt haben wir da noch einiges an Hülle übrig. Man könnte jetzt probieren, noch eine zweite Probe zu nehmen, aber das reicht dann nicht mehr mit der Hülle. Dann platzt man. Ich habe es schon ausprobiert. Eine zweite Probe zu kriegen ist fast unmöglich. Das heißt, wir müssen jetzt wieder raus. Und sobald wir aus der kaustischen Wolke draußen sind, kann man dann auch das Kaustische entfernen. Ich mache das jetzt mit Überhitzung. Und dann geht es anschließend wieder ins andere System, wo mein Carrier dann wartet. Und dann lade ich dann eben dieses Zeug auf dem Carrier ab und lagere das dann dort. Das schadet dann da nicht mehr. So, kaustische Schaden entfernt. Und dann können wir wieder zurückspringen in das andere System. Das muss man dann 5-mal machen. Ich bin jetzt beim 5. Mal. 5 Stück von diesen kaustischen Proben von dem Gewebe braucht man. Das ist jetzt der 5. Einflug in die kaustische Wolke vom Malstrom. Ja, so sieht das dann aus, wenn man nicht rechtzeitig oder zu schnell da kommt und es kommt dann keine Möglichkeit rauszuspringen aus dem Supercruise. Knallt man dann eben so da rein. Ja, ich habe jetzt die besten Dekontaminierungsdrohnen dabei, die man kaufen kann. Und bin dann sofort hier am Dekontaminieren mit den Drohnen. Dann sieht man auch, das hält jetzt viel länger, die Hülle. Auf der rechten Seite, da sieht man das. Natürlich fängt man kaustischen Schaden, aber durch die Drohnen kann man da durchaus länger in dem Malstrom da bleiben. Also eine starke Hülle. Und zusätzlich auch noch die besten Dekontaminierungsdrohnen, das wirkt dann am besten. Ja, und dann wird das Ding wieder markiert und gescannt und dann der Drohnenansatzpunkt markiert und eine Forschungsdrohne abgeschickt. Und immer schön kalt bleiben. Nicht zu nahe kommen, wenn man heiß ist. Also 20% an Hitze auf dem Hard da ist dann so das Beste, wenn man das Schiff so hält, unter 20%. Ansonsten darf man den Dingen eben nicht zu nahe kommen.
Immer schön dekontaminieren. Man sieht ja, man kriegt also trotzdem kaustischen Schaden an der Hülle. Die wird schon weniger, aber es dauert jetzt länger durch diese Dekontaminierungsdrohnen. Ja, kommt was angeflogen. Ja. Frameshift-Anomalie. Da scheint jetzt irgendwie so ein Targoidenblumen oder sowas anzukommen. Es brummt auch so. Mal gucken, ob man da noch eine zweite Probe nehmen kann. Jetzt ist das Ding explodiert. Da ist immer irgendwie, wenn die explodieren, gleich auch noch den Schubantrieb beeinträchtigt. Das ist schon alles gar nicht unkompliziert. Ja, dann machen wir uns jetzt wieder vom Acker. Ich habe jetzt genug von diesen kaustischen Proben. Das war jetzt meine 5. Ja, man sieht, solange ich da nicht draußen bin aus der kaustischen Wolke, kann die Drohne den kaustischen Schaden auch nicht komplett entfernen. Da nimmt die Hülle immer weiter Schaden. Das Zeug muss man eben besorgen, sonst kommt man nicht an diesen... Ah, jetzt ist der kaustische Schaden weg. Ja, sonst kommt man eben nicht an diese Ätzbehälterwerfer dran beim Techbroker. Jetzt wieder ab. So, und dann liefern wir das jetzt mal ab. Auf dem Carry gelandet. Und dann wird jetzt die Probe rüber auf den Carry transferiert. Die letzte. Dann sind das 5. So viel braucht man. Und die kaustische Scherbe und dieses korrosive Material da, die korrosiven Mechanismen, das habe ich ja schon vorher alles besorgt. Das war ja der erste Task mit einem etwas anders ausgerüsteten Schiff. Weil das ja Materialien sind. Und dann können wir jetzt losfliegen zum Rettungsschiff und können dann dort diesen Erzbehälter freischalten. Ich habe jetzt das Schiff ein bisschen umgebaut. Ich habe da einen FSD-Booster reingesetzt und habe da ein bisschen was leer gemacht, damit er weiter springen kann, damit ich nicht so viel Sprünge machen muss. Ja, das sind dann normalerweise 4 Sprünge. Allerdings habe ich jetzt da nochmal umgebaut und mit dem FSD-Booster sind das jetzt nur noch 2 Sprünge. Zack. So, da zu diesem Rettungsschiff. Das ist das naheste. Von dem System aus geht's jetzt. Da wird jetzt hingeflogen und der Erzbehälter freigeschaltet.
Da bin ich nun auf dem Rescue Ship, Rettungsschiff, zum Technologiebroker und der Kontakte. Da Erzbehälter, Werfer, alles komplett und freischalten. Ich habe da mehr von diesen kaustischen Scherben und von diesem korrosiven Material da schon gesammelt, weil man damit dann eben auch in der Synthese vom Schiff diese Erzbehälter nachproduzieren kann. Da ist er, der Erzbehälterwerfer, unter experimentell findet man den wieder. Und da kann man jetzt beliebig viele kaufen davon. Da bin ich jetzt beim Ramtar in Mene, dem Ingenieur, zum Modifizieren des Erzbehälterwerfers. Den findet man hier unter Kühlkörperwerfer separat nochmal zusätzlich eingetragen und da kann man das dann modden. Da hat er jetzt 7 Munition, also 7 Behälter statt nur 5. Dafür ist er etwas schwerer und hat eine längere Nachladezeit. Das sind die Nachteile, die man sich damit dann jetzt eben erkauft. Da schauen wir jetzt nochmal in die Synthese rein, was man dann zum Nachbauen von diesen Erzbehältern benötigt an Materialien. So, da ist er, der Säurebehälter. Und da haben wir kaustische Scherbe und korrosive Mechanismen. Die anderen 2 Sachen kriegt man ja so, die kann man ja so aufsammeln, zum Beispiel in den aufgegebenen Siedlungen. Allerdings die kaustische Scherbe und korrosive Mechanismen, da müssen wir wieder in den Malstrom rein, um diese Sachen dann entsprechend wieder sammeln zu können. Müssen wir wieder zu diesen Säuregeneratoren und ein paar zerschießen und das Zeug aufsammeln. Das würde man dann brauchen, um die nachzubauen. Da ist es eben gut, wenn man die moddet, dass man eben schon von vornherein mal 2 Stück mehr von diesen Behältern da drin hat in so einem Ding. Natürlich werden die auch immer nachgeladen, wenn man irgendwo auf einer Station ist. Oder auf dem Carrier und dann alles wieder auffrischt und nachlädt. Und zu guter Letzt probieren wir die jetzt auch noch aus, die Erzbehälterwerfer. Wie das so funktioniert. Da sieht man jetzt da links, wie der sich auflädt. Der Erzbehälter, der erste, mit dem kaustischen Schleim, den man sonst eben an der Hülle hätte. Und die Hülle, die bleibt zunächst mal unbehelligt. Jetzt ist er voll. Jetzt ist der Erzbehälter voll. Den habe ich jetzt rausgeschmissen. Jetzt lädt sich der nächste Erzbehälter. Ja, so ein bisschen kaustischen Schaden. Bis man den nächsten geladen hat, der lässt sich auch wieder nicht vermeiden. Und jetzt könnte man hier wieder eine kaustische Scherbe mit einer Sammlerdrohne aufladen. Ja, ich bin ziemlich heiß. Ich habe Guardian-Module ohne Ende dabei, Guardian-Hüllenschutz, jede Menge. Eine fette Hülle noch zusätzlich. Da ist der dadurch ziemlich heiß. Müsste man natürlich ständig Kühlkörper rauswerfen. Aber wenn die nicht zu nah dran sind, diese Säuregeneratoren, dann muss das auch nicht sein. So, dann haben wir schon wieder 3 kaustische Scherben mehr.
Korrosive Mechanismen. Tja, wieder der nächste Ätzbehälter weg. So, da kommen auch schon wieder Feinde irgendwie an. Da sieht man mal, wie es angeht, wenn das Schiff zu heiß ist. Wird mir hier dauernd noch Selbstvernichtungsanlagen von diesen Säuregeneratoren da geplagt. Da links, da kommt ein Dicker, da kommt so eine Blume an. Sammler will auch nicht mehr so funktionieren. Ich denke, wir gehen da mal wieder. Wir fliegen dann mal wieder nach Hause. Ja, das war jetzt nur zum Ausprobieren und da marschieren wir jetzt wieder davon. Ab geht's nach Hause. So funktionieren also die Ätzbehälter, beziehungsweise diese Ätzbehälterwerfer. Das auch mal gesehen. Und dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Und tschüss, bis zum nächsten Video.